Und das sind, sagen wir mal so, nicht unbedingt meditative Sänger, aber die haben eine ganz eigene Art von Musik, die sie spielen. Und die kann richtig abgehen. So, was haben wir denn jetzt als erstes? Also als erstes eine Reminiszenz an meine jungen Brüder und Schwestern. Das ist De La Soul, Say No Go. Das ist, finde ich, ein sehr cooler Rhythmus. Das ist eine von den wenigen, was ist das, Hip-Hop, ne? Platten, die ich mir zugelegt habe. Und das will ich euch jetzt vorstellen. Schön, Basil fängt mit ein bisschen Hip-Hop an. Ja. It's upon the hour to come amongst you and amaze you with absolute incredible out-of-this-world type sounds. Look out, here we go. Here we go. Now let's get right on down to the skin. A baby was brought into a world of pits. And if we could have taught that soon in a delivery room and would have asked the nurse for a hit. The reason for this, the mother is a jerk. Excuse me, junkie was brought the word of the old into a new life runaway. But this runaway has been a way up to death. Anyway, So, ja, naja, das war jetzt ein Appetittäppchen. Cooles Ding. Am Anfang. So Musik mag ich halt eben auch, ne, die in die Beine geht, wo man einfach tanzen muss, geradezu irgendwie, ne, was nicht immer von Techno-Musik zu behaupten ist, ne, aber da bei diesen Sachen, da fühle ich mich sehr wohl. Schön, es fällt schwer sitzen zu bleiben, mal wieder. Die nächste Sache wäre dann etwas, was richtig persönlich zu meiner eigenen Entdeckung gehört. Ich will mal ein bisschen leiser drehen jetzt, dass wir da schön rausgehen können. Ja. So, die nächste Platte ist eine ganz besondere Platte. Keine Ahnung, wo ich die her habe. Ich habe die irgendwann wahrscheinlich mal geschenkt bekommen. Und da ist ein Stückchen drauf, was ich ganz besonders liebe, was eine ganze Menge von meiner Musik, die ich sehr, sehr gerne mag, repräsentiert. Und das will ich euch vorstellen. Ich muss das ein bisschen suchen, das wird mir nicht gleich gelingen. Wir haben ja Zeit, Basil. Aber Ich bin schon gespannt. da geht's los. José Mangual. Warum hast du denn jetzt diese Platte gewählt?
Es ist zwar nicht Afrika, das hört man sofort, es ist also irgendwie Karibik und so weiter, aber ich liebe Salsa, ich liebe karibische Musik und letztendlich sagt man halt auch afro-kubanische Musik. Und ich hatte dir ja schon mal erzählt, dass ich besonders auf afrikanische Musik abgefahren bin früher und eine ganze Phase hatte in meinem Leben, wo ich auf jeder Party, wo nicht mindestens die Hälfte schwarz waren, wieder weggegangen bin. Das ist Musik, wo ich mir einfach vorstellen kann und wenn ich es nur träume irgendwie, wo die Leute wirklich elegant über die Tanzfläche irgendwie segeln und tanzen und so weiter und wo richtig Lebendigkeit drin ist und halt auch mit richtig Schlagzeug und Timbalis und alles mögliche irgendwie. Ich mag diese Musik. Absolute Tanzmusik, ja. Und als nächstes hätte ich noch mal so etwas, das kommt so mehr dann aus dieser Soul-Richtung. Ja. Das ist Donny Hathaway, auch eine Live-Platte. Die mag ich auch sehr, sehr, sehr gerne. Und die leuchte ich euch jetzt auf. Dann nehme ich das jetzt mal raus. Die nennt sich In the Ghetto. Oh, das ist für DJs, die gerne scratchen. Das ist nicht so mein Ding. Und dann tun wir die wieder zurück. Okay, also du hast sehr viele afrikanische Einflüsse auch in deiner Jugend gehabt. Tust du die zurück? Ja, sehr gerne. Und jetzt kommt Donny Hathaway. Da muss ich jetzt auch gleich mal gucken, ob ich das gleich den richtigen Titel finde. Hm? Ja, alright. Alright. Da hörte sich da was. Ja, ich glaube, das ist richtig. Talk about the ghetto. So, das ist so der Groove. Oh. Können wir gerne lauter machen, genau. Schön. Da ist auch die Masse mitzieht. Ah, die Aufnahme. Das groovt. Ja, gut, ne? Das geht sehr lange, das Stück, und groovt sich also auch richtig ein. Sowas mag ich auch gerne. Ich mag auch nicht so, wenn die Stücke zu kurz sind oder so, ne? Deswegen nehme ich das jetzt mal raus und lege das nächste auf. Und tun die wieder mal ordentlich ein. Aus welchem Jahr war die denn? Das könnte theoretisch sogar 70er sein oder sowas. Ne? Vielleicht ist es 80er. Vielleicht weiß es jemand von unseren Zuschauern. Genau. Und als nächstes eine fast meiner wichtigsten Rockbands, die ich 1970 oder 1969 das erste Mal gehört habe. Das war damals, galt sie als die legendärste und beste Rockband der Welt. Das ist Eric Burdon and War. Und da gibt es ein wunderschönes Stück drauf. Das ist sehr lang. Das kann ich natürlich jetzt nicht spielen. Aber du kannst es ja anschneiden und die Leute da draußen können es ja auch im Nachgang sich dann auch anhören. Ab morgen können die das nämlich auch auf der Website wiederfinden. Dann fangen wir das mal an. Das ist Tobacco Road, gesungen von Eric Burdon.
Das werde ich nie vergessen, dieses erste Konzert. Und zwar waren wir in Offenbach in einer völlig leergeräumten Turnhalle und lagen auf dem Boden, haben uns einfach auf dem Boden rumgelungert irgendwie und die Band stand oben. Absolut null Show. Das heißt also keine Blinkelämpchen und irgendwelche Zischel-Zischel-Geschichten oder sowas. Ne? Waren außer dem Mundharmonikaspieler und Eric Burdon waren es alles Schwarze. Und ich werde nie vergessen, der Conga-Spieler, der war so breit wie hoch. Der kam dann mit so einer Art Trainingsanzug, kam der da nach vorne und ließ seine Äquatorialebene so im Rhythmus um sich kreisen oder sowas. Ne? War richtig toll. Und was das Schöne war, das war eigentlich Fokus Musik. Ja, und nicht irgendwie Dödel oder sonst was irgendwie. Ne? Und das konnten die so rüberbringen, irgendwie, das war fantastisch. Das werde ich nie vergessen. Leider hatten wir auf der Rückfahrt, da war ich dann in Gießen, hab da studiert. Und leider hatten wir auf der Rückfahrt total dicken Nebel, sodass das Konzert, so wie wir aufgeblasen war, in starker Anstrengung, dass man die Autobahn gefunden hat, irgendwie war. Das ist Eric Burdon für mich gewesen und auch immer noch einer der größten. So. Aber das Gefühl vom Konzert ist dir bis heute geblieben. Ist mir bis heute geblieben, das ist absolut richtig. Das ist die Hauptsache. Und als nächstes etwas relativ Ruhiges, aber auch eine unheimlich coole Truppe, das ist ZZ Top. Und da gibt's auch ein schönes Stückchen, was ich sehr gerne mag. Das ist der Blue Jean Blues. Und den hören wir jetzt. ZZ Top, das kenne ich von meinem Vater. Ja. Ich glaube, jetzt kommt's. Ja. Oh, die Reaktion schon. Das ist richtig. I done ran into my baby and finally found my old blue jean. I done ran into my baby and finally found my old blue jean. Sehr gut zum Schmusen. From the oil and the gasoline. Ich kann es halt immer nur anspielen. Ja. Aber ihr findet wahrscheinlich diese Musik auch irgendwo im Netz immer wieder oder kauft euch die Schallplatte. So. Man fühlt es sofort. Ne? Aha. Und als nächstes gehe ich jetzt mal zurück auf meine Festplatte und spiele da etwas vor, was ich irgendwie auch wieder durch Zufall bekommen habe. Und ich habe keinen Blassen, was das für eine Musik ist. Es könnte sein, dass das irgendwann live in Frankreich aufgenommen wurde. Und zwar wahrscheinlich auf ein kleines Tonband, was nur Mono war. Aber da ist so eine Atmosphäre drauf und das ist so mit Herz gespielt. Das ist unglaublich. So, und das kommt jetzt hier runter. Klingt vielversprechend. Sehr einfach. Man hört die Tassenklappen im Hintergrund. Ja.
Das geht halt auch eine ganze Weile, aber das ist für mich wunderschön. Urmäßig. Wunderschön. Mit diesem Wahnsinns-Swing. Als nächstes ganz Verrücktes. Und zwar, nennt sich Day 6 und ist eine richtig ungewöhnliche Aufnahme. Kennt kaum jemand. Kisses, day 6, this is crazy, the way he makes me feel, girl. Kisses, day 6, this is crazy, the way he makes me feel, girl. Kisses, day 6, this is crazy, the first day one, the first call, the started it all. You know, he lost the best I left the outcome to chance. Kann man gar nicht runternehmen, ne? Come that first glance. Day 3, first dance. Day 4, the belly dances. Day kisses. Day 6, this is crazy. The way he makes me feel, girl. Kisses. Day 6, this is crazy. The way he makes me feel, girl. Day 7, my world is yours. Whose world is this? Yeah, you know. It's his. Do you remember the sweet surrender? Do you remember that sweet surrender? Yeah, you better. Oh, I can recall it all. You and I being taken over. Although strangers, it was like deja vu. The way you talk, I'm in you. The way you walk, I know I'm in you. Or close power, I inquire, had to get next to your core. Or entire, mind, soul, physical fire. I can't deny my senses, something that was meant to be. My searching urge, never knowing ID. Then you cross the Atlantic seas, and eventually the love found me. In our favor, the balance tipped as we turn. Ja, ne, das ist natürlich auch so Ich weiß gar nicht, was ich sagen Musik, soll. die mir gut gefällt. Und jetzt kommt was ganz anderes. Das ist ein Lied, das hat mich richtig berührt. Das hat mich richtig berührt. Ist ein ganz anderes Genre irgendwie. Und das ist auch relativ bekannt. Ihr werdet das wahrscheinlich gleich erkennen, wenn ihr es hört. Ach ja. Mad World. Das ist einfach der Wahnsinn. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. No expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow.
is a very, very mad world. Mad world. Ja, das kennen Sie alle, ne? Ja. Und ich liebe es total. Das ist so, das hat diesen Kontrast von so dieser sanften Stimme und Melodie und spricht über It's a Mad World. And it's really true. So, Verbindest du noch irgendwas Besonderes mit dem Stück? Ja, das möchte ich aber jetzt nicht so drauf eingehen. Okay. Als nächstes jemand, den habe ich eigentlich immer gemocht von seiner Stimme und von seiner Energie. Und das ist nämlich jetzt, habe ich schon aufgelegt, das ist Donna Summer. Ja. Und zwar mit einem ganz bestimmten Stück. Das will ich euch jetzt gerne auflegen. Da freut sich meine Mama jetzt. State of Independence. Das ist richtig Soul für mich. Das ist auch, ich glaube, 80er ist das, ne? Sowas in dem Dreh, wo ich halt auch ziemlich viel unterwegs war in den Diskos und so weiter. Ne? Sowas lief bestimmt auch im Far-Out, ne? Ja, das lief 100 Pro und auf dem Far-Out. Und wenn ich mal da war und ich habe mal zufälligerweise aufgelegt, dann lief es, weil ich es aufgelegt habe. So, als nächstes hätte ich da etwas, das ist von einem von mir sehr geliebten brasilianischen Perkussionisten oder Universalmusiker und so weiter. Ich hoffe, ich finde es auch sofort. Das ist von Aerto Moreira. So. Für mich auch genialer Rhythmus, die Zusammenfassung, auch sehr guter Sound. Das sind auch zum Beispiel eine Geschichte, die spiele ich öfters auf der Messe vor. Irgendwie, weil das einfach super gut aufgenommen wird, obwohl diese CD dürfte 40 Jahre alt sein oder sowas. Ich finde, es hat einen sehr meditativen Charakter. Ja, hat es auch. Ne? So, das ist das eine. Und dann gibt es noch ein wunderschönes Stück, das habe ich immer geliebt und habe gedacht, wo kann ich das nur mal finden? Und ich habe tatsächlich es bei einem Kollegen gefunden. Das ist Early in the Morning, was auch genau meinem Dings nicht entspricht, Early in the Morning. Aber es ist so wunderschön gesungen und das gebe ich jetzt mal zum Besten.
morning, I Had a can't little do fight right. with my baby last night and it's early in the morning. Oh, it's early in the morning. Don't you know it's early in the morning? Early in the morning, I ain't got nothing, no, nothing but the blues. I got all the blues. I went to your girlfriend's house, but she was out. I knocked on your daddy's door, but he began to shout, and he said, it's early in the morning. Don't you know it's early in the morning? I went to Doobie Chest to get something to eat. The waitress looked at me, she said, Harry, you sure look beat. Ja, das wollte ich jetzt auch nochmal anspielen. Ich finde das einfach total süß. Und jetzt kommt noch eine etwas kuriose, verrückte Nummer von demselben. Das ist Harry Nilsson. Ich habe leider keine Platte von ihm. Ich hatte das nur auf CD. Und das ist Coconut. The coconut. She drank a bowl up. She put the line in the coconut. She drank a bowl up. She put the line in the coconut. She drank a bowl up. She put the line in the coconut. She called the doctor, woke him up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. Now let me get this straight. Line in the coconut, drag the bowl up. Put the line in the coconut, drag the bowl up. Put the line in the coconut, drag the bowl up. Put the line in the coconut, you call the doctor, woke up and said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. I said, Doctor, ain't there nothing I can take? I said, Doctor, to relieve his bellyache. Ja, und so geht das eine ganze Weile. Ich finde so skurrile Texte auch total juicy. Ja. Ne? Put the lion in the coconut. Ja, das nächste ist etwas ganz Besonderes. Das ist bei einem Konzert gewesen, wo ich den Hauptbeteiligten zweimal in Berlin erleben durfte. Leider ist er auch schon tot. Es ist ein Mann wie ein Berg, wie man sieht. Das ist Nusrat Fateh Ali Khan, der gehörte zu den Qawwali-Sängern. Und das sind, sagen wir mal so, nicht unbedingt meditative Sänger, aber die haben eine ganz eigene Art von Musik, die sie spielen. Und die kann richtig abgehen. Jetzt bin ich nur leider ein bisschen damit überfordert. Ich kenne die Platte, aber ich weiß jetzt nicht, wo die guten Stücke sind. Ich werde es einfach mal probieren, wie es da reingeht. Das ist eine Tabla. Und er hat eine unglaubliche Stimme, dieser Mensch. Das ist er. Ja, ist keine Tanzmusik. Das ist
das ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber ich mag diese Musik total. Und ein schönes Erlebnis während seines Konzerts, das war irgendwie vor dem Bundeskanzleramt in einem Zelt, kann ich mich daran erinnern. Da waren ganz viele Pakistanis da mit ihren Familien und ihren, was weiß ich was, kleinen Mädchen und sowas. Und die haben dann die kleinen Mädchen mit ihren schicken Röckchen und sowas, haben die auf die Bühne gehievt. Und dann mussten die zu den Musikern hingehen und haben denen dann irgendwie einen Geldschein irgendwie im Gürtel gesteckt oder in irgendeine Tasche gesteckt und so weiter. Und dann waren sie ganz glücklich und sind wieder runtergegangen von der Bühne und so weiter. Das fand ich irgendwie ganz süß bei diesem Ding. Jetzt muss ich natürlich eines noch machen. Jetzt, wir sind ja kurz vor Schluss. Ne? Ich muss meinen alten Kumpel Thomas Brinkmann, von dem muss ich jetzt auch einfach noch was spielen. Den hattest du ja vorhin schon mal erwähnt. Reines Techno, richtig voll geil und so weiter, richtig mit Bum Bum. Mhm, richtig mit Bum Bum, ja. Ups, das ist der verkehrte. Ja, das ist von Thomas gewesen, das hat er auf der Orgel abgemischt. Und Thomas hat mir wirklich die Techno-Szene eigentlich eröffnet und mich auch mit Ricardo in Kontakt gebracht und so weiter. So, fette Nummer, fette Nummer. Ja, Wie heißt die denn? Oh Gott, das ist jetzt eine gute Frage. Habe ich vergessen. Also okay. Thomas Brinkmann ist eine CD, kann man möglicherweise sogar noch kaufen. Ich glaube, wir kommen jetzt dem Ende entgegen, deswegen möchte ich meine ganz große Herzgruppe nochmal auflegen. Und zwar ist das Afrika Jolly. Das ist eine Gruppe aus Guinea gewesen, die in Holland gelebt hat und mindestens zweimal im Jahr nach Berlin kam und unter anderem auch im Quartier Latin aufgetreten ist. Und ich kann mich entsinnen, dass ich zu einem Konzert kam ich ein bisschen zu spät und bin eigentlich, weil alles besetzt war rechts und links, bin ich vorne stracks vor die Bühne gegangen und habe angefangen zu tanzen zu deren Musik. Und dann habe ich irgendwann später, als ich mal über den Kudamm gelaufen bin, bei Montanus in den Plattenladen reingeguckt, Platten durchgeguckt und dachte plötzlich, holla, holla, es gibt eine neue Afrika Jolly. Und zwar ist das dann halt eben eine Platte gewesen, die habe ich rausgezogen und dachte, holla, Basicolo. Und dann habe ich drauf geguckt, das ist genau die von dem Konzert gewesen. Und die nennt sich Basicolo. Und da hat mir ein Afrikaner gesagt, das heißt für Basil. Und das fand ich dann schon irgendwie sehr, sehr erstaunlich. Das war Bestimmung. Weil, als ich da durchgetanzt hatte, die erste Hälfte, die zweite Hälfte habe ich nicht mehr geschafft, da kam der Sissé Fodé, der kam von der Bühne runter und hat mit mir so ein bisschen Smalltalk geplaudert, so, wie geht's dir? Und oh, das war ja toll mit deinem Tanzen und bla bla und so weiter. Ja, und wie heißt du denn? Da habe ich gesagt, naja, ich heiße Basil, ne? Und dann finde ich plötzlich den Gruß von ihm auf dem Plattencover. Das fand ich schon sehr schön. Jetzt lege ich trotzdem die erste von denen auf, die sie gemacht haben. Und ich glaube, dann sind wir auch durch. Oder? Leider. Guck mal, guck. Also, mal gucken. Eine noch. Da steckt da auch für mich die Urkraft Afrikas drin in dieser Musik.
Das ist Afrika. Noch 2 Minuten. Das fängt eigentlich erst nach ein paar Minuten an, so richtig Dampf zu kriegen. Aber na, dann sollen die das mal zu Hause schön recherchieren genau. Und dann sich dann nämlich anhören. Das ist übrigens das Original der Platte, die wir gerade eben gehört haben. Okay. Also, Basel, danke für diesen wunderschönen Abend. Es hat mir wirklich ganz große Freude bereitet. Danke. Und ich starte jetzt auf jeden Fall mit ganz viel Inspiration ins Wochenende. Und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und ja, ich bedanke mich an der Stelle, wie immer, an die Zuschauer, an mein Team und vor allem bei dir. Und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Eure Isabel und euer Basel. Genau. Tschüssi. Tschüss.